In der beschaulichen Stadt Pinewood, Montana, erstreckt sich hinter dem Haus ein großer grüner Rasen, der in sanftes Morgenlicht getaucht ist. Der 4-jährige Evan sitzt oft allein auf dem Rasen und spielt mit seinen schönen, bunten Spielsachen. An einem frühen Herbstmorgen sah Evan plötzlich ein Schwarzbärenjunges hinter einem Busch hervortreten und in einiger Entfernung von ihm stehen bleiben. Das Junge stand still, seine runden schwarzen Augen glänzten im Sonnenlicht, während Evan aus sicherer Entfernung ebenfalls ausdruckslos zurückstarrte. Evan erinnerte sich an die Worte seines Vaters und ging deshalb nicht näher heran, sondern wich vorsichtig in Richtung der Stufen zurück, um den kleinen Bären nicht zu erschrecken. Das Bärenjunge machte ein paar Schritte nach vorn, hielt aber Abstand und schnupperte in die Luft, als ob es die Quelle des seltsamen Geruchs aus dem Garten ergründen wollte. Vom ersten Augenblick an entstand zwischen den beiden kleinen Wesen eine harmlose und reine Neugier, doch gleichzeitig wurde eine natürliche Distanz gewahrt. Evan ahnte nicht, dass diese harmlose Begegnung den Beginn einer unerwarteten Geschichte zwischen Mensch und Wildtier markieren würde. Von diesem Tag an besuchte das Bärenjunge jeden Morgen regelmäßig den Rasen hinter Evans Haus, als ob es sich die vertraute Gegend eingeprägt hätte. Evan begann, seine Lieblingsbananen, die reif waren, mitzubringen und sie in der Nähe des Zauns am Ende des Gartens zu platzieren, damit der Bär sie finden konnte, ohne sich ihnen nähern zu müssen. Das Bärenbaby schien Bananen besonders zu mögen, es beschnupperte sie ständig und zog die Früchte mit seinen Vorderkrallen sanft zu sich heran, bevor es sie aß. Evan legte nicht nur Bananen, sondern auch knackige rote Äpfel an den Rand des Gartens, um den kleinen Bären immer vertrauter mit dieser Gegend zu machen. Eines Tages stellte sich das Junge auf die Hinterbeine und streckte die Vorderpfoten in Richtung der Früchte aus, als ob es mehr wollte, aber immer noch in sicherer Entfernung von Evan. Evan lächelte zufrieden aus der Ferne und fand es interessant zu beobachten, wie das Bärenjunge das von ihm zurückgelassene Futter genoss. Die beiden kleinen Freunde stehen oft einfach nur in 2 festen Abständen einander gegenüber und schauen sich mit neugierigen und liebenswerten Augen an. Das Bärenbaby gewöhnte sich allmählich an die Geräusche des Gartens und legte sich gelegentlich für ein paar Minuten ins Gras, um sich auszuruhen, bevor es in den Wald zurückkehrte. Jeden Tag rannte Evan in den Garten hinaus und setzte sich auf die Stufen, um zu sehen, ob das Bärenbaby auftauchen würde. Obwohl es etwas kalt war, trug er trotzdem einen kleinen Obstkorb bei sich, den er am Rand des Gartens abstellte, bevor er zu seinem Platz zurückkehrte. Diese Momente wurden zur größten Freude für den Jungen, der in dieser verlassenen Stadt lebte, obwohl er stets einen sicheren Abstand hielt. Niemand in der Familie wusste, dass Evan zufällig beobachtet hatte, wie ein wildes Wesen aus den tiefen Wäldern jeden Tag vorbeikam. An einem Wochenendnachmittag ging Evans Vater, Michael Harris, wie gewöhnlich in den Garten hinaus, um seinen Sohn zum Abendessen zu rufen. Als er auf den Rasen hinunterblickte, war er verblüfft, das Bärenjunge in der Nähe der Stelle stehen zu sehen, wo Evan die Früchte hingelegt hatte. Michael war erschrocken über die Erkenntnis, welche Gefahr von wilden Tieren ausging, insbesondere wenn diese sich Wohngebieten näherten. Er rief sofort Evan mit ernster Stimme, woraufhin sich der Junge mit einem verwirrten Blick umdrehte, aber dennoch schnell auf seinen Vater zuging. Michael zögerte nicht und führte Evan mit hastigen Schritten ins Haus, bemühte sich aber, ruhig zu bleiben, um das Bärenjunge nicht aufzuregen. Das Bärenjunge erschrak, wich ein paar Schritte zurück, sah Vater und Sohn an und rannte dann in den kleinen Wald hinter dem Garten. Sobald er die Tür geschlossen hatte, verriegelte Michael sofort den Riegel und umarmte Evan. Er atmete schwer angesichts der gefährlichen Situation, die sich gerade ereignet hatte. Er griff schnell zum Telefon und rief den Ranger an, um zu melden, dass sich Bären mehrmals dem Garten genähert hatten. Seine Stimme zitterte, als er erzählte, wie Evan das Junge ohne sein Wissen beobachtet hatte. Nach dem Anruf setzte sich Michael auf seinen Stuhl, vergrub besorgt das Gesicht in den Händen und war froh, dass sein Sohn nicht in Gefahr war. Eine Stunde später tauchten 2 örtliche Naturschutzbeamte, Ryan Brooks und Liam Turner, im Haus von Evans Familie auf. Sie führen Ortungsgeräte, Ferngläser und spezielle Beruhigungsmittel mit sich, um mit Wildtiersituationen umgehen zu können.
Michael führte sie in den Garten hinter dem Haus und zeigte auf das Bärenjunge, das sich gewöhnlich in der Nähe des Dickichts aufhielt. Ryan und Liam bückten sich, um die kleinen Fußabdrücke im weichen Boden zu betrachten, und erkannten, dass es sich um ein etwa wenige Monate altes Schwarzbärenjunges handelte. Sie folgten dem Pfad und gingen zusammen mit Michael tiefer in den Waldrand hinein, wo Kiefernadeln in einer dicken Schicht unter den Füßen lagen. Kurz darauf entdeckten sie die Bärenmutter, die mit 2 weiteren Jungen in der Nähe einer alten Baumhöhle spielte. Hinter diesem Baum befindet sich eine große Höhle, das neue Zuhause der Bärenfamilie. Ryan glaubt, dass die jüngste Verschlechterung der Waldlebensraumqualität Bären dazu zwingt, näher an menschliche Behausungen heranzurücken. Die beiden Ranger einigten sich auf einen Umsiedlungsplan, um die Sicherheit der Gemeinde Pinebot zu gewährleisten. Sie baten Michael, Evan mit ins Haus zu nehmen, während sie weiter überlegten, wie sie sich der Bärenmutter nähern sollten. Ryan benutzte ein Betäubungsgewehr mit großer Reichweite und wählte eine sichere Position, um die Bären zu beschießen, ohne ihr ernsthafte Verletzungen zuzufügen. Die Betäubungstablette traf die Bärenmutter an der Schulter, woraufhin sie einige Minuten lang taumelte, bevor sie allmählich in einen kurzen Schlaf fiel. Liam ging hinüber, um ihre Atmung zu überprüfen, und bestätigte, dass die Bärenmutter absolut sicher transportiert werden konnte. Die beiden verbliebenen Jungtiere wurden in einen großen Eisenkäfig gesetzt und mit einem Handtuch abgedeckt, um Panik zu vermeiden. Die Bärenmutter wurde auf einen Spezialtransporter für Wildtiere verladen. Ryan überprüfte sorgfältig jeden Türriegel, um die Sicherheit während des Umzugs zu gewährleisten. Liam notiert den Standort des Bärenbaus, um ihn dem Montana Wildlife Conservation Center zu melden. Alle Operationen werden sorgfältig durchgeführt, um Stress oder Verletzungen für die Bärenfamilie zu vermeiden. Als das Auto gerade losfahren wollte, führte Michael Evan in den Hof hinaus, damit er aus der Ferne winken konnte, ohne sich dem Fahrzeug mit dem Bären zu nähern. Evan winkte lange mit der Hand, etwas traurig, aber immer noch in der Hoffnung, dass es der Bärenfamilie besser gehen würde. Der Rangertruck verließ Pinebot und fuhr auf einer roten Schotterstraße, die sich durch die Bäume schlängelte, tief in den Wald von Montana hinein. Evan stand auf der Veranda und beobachtete das Auto, sein Herz war erfüllt von reiner Sehnsucht nach dem kleinen Bären. Ryan fuhr, während Liam ständig die Atmung der Bärenmutter überprüfte, um sicherzustellen, dass die Narkose wirksam war. Sie wussten, dass Schwarzbärengebiete mit vielen Bären und großen Bäumen zum Leben benötigen, deshalb wählten sie den Umsiedlungsort sehr sorgfältig aus. Nach mehr als einer Stunde Fahrt erreichten sie einen ruhigen Urwald in den Bergen von Nordmontana. Dies ist ein Ort mit wenigen Einwohnern, sauberem Wasser, vielen Bären und weitab von Wohngebieten. Ryan öffnete den Deckel des eisernen Käfigs, in dem sich 2 Bärenjunge befanden, die ängstlich vor der ungewohnten Umgebung kauerten. Liam öffnete den Käfig der Bären, prüfte ihre Atmung und trat dann zurück, um zu warten, bis sie aufwachte. Die frische Waldluft beruhigte die Bärenfamilie schnell. Die beiden Ranger blickten sich erleichtert an, denn sie wussten, dass ihre Mission fast abgeschlossen war. Die Bärenmutter öffnete die Augen, hob den Kopf und stand dann langsam auf, um sich schnüffelnd in ihrer neuen Umgebung umzusehen. Als es 2 Jungtiere in der Nähe sah, stieß es ein leises Knurren aus, um sie näher heranzurufen. Mutter und Kind traten aus dem Käfig und blickten sich mit instinktiver Vorsicht in ihrem neuen Zuhause um. Das Sonnenlicht, das durch das Blätterdach der Bäume fiel, erzeugte schimmernde Lichtstreifen auf dem glänzenden schwarzen Fell. Die Bärenmutter roch die Erde, das Wasser und die Bären und schien zu erkennen, dass dies ein besserer Ort zum Leben war. Nach wenigen Minuten führte es die beiden tiefer in den Wald hinein und hinterließ weiche Fußspuren auf den trockenen Blättern. Ryan und Liam lehnten lächelnd an dem Auto, im Wissen, dass die Bärenfamilie hier sicherer sein würde. Sie packten ihre Ausrüstung zusammen und verfassten einen Abschlussbericht für das Naturschutzzentrum. Auf dem Rückweg nach Pinebot waren die beiden Ranger stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen. Die Geschichte von Evan und dem Bärenjungen wurde zu einer wunderschönen Erinnerung, die alle daran erinnert, dass die Natur stets respektiert und geschützt werden muss.